Moin Moin aus dem Wunderland. Ich bin hier gerade in Monaco und es gibt ein Update. Ausnahmsweise geht es mal nicht um die Formel 1, denn hier ist in der letzten Zeit noch was anderes passiert. Ich habe nämlich mit 2000 kleinen Fischen hier die Anlagenkante ausgeschmückt, denn wir haben gedacht, man kann auch mal ein bisschen abtauchen und auch unter Wasser was entdecken. Außerdem wollte ich euch noch mal ein paar coole Gebäude zeigen, die wir hier auch in den letzten Monaten gebaut haben. Modellbauerisch sind wir in Monaco ja schon ziemlich weit und haben auch schon viele Sachen fertiggestellt. Aber unter anderem mussten wir zum Beispiel auch noch die Verbindung quasi von Monaco nach Italien rüber erneuern quasi. Der Schuh hatte da mal Wasserfläche rausgestemmt, das musste alles wieder gespachtelt werden, neu angemalt werden. Und wenn wir jetzt die Wasserflächen gießen, dann verbinden wir quasi wieder die beiden Abschnitte miteinander. Vor mir ist jetzt quasi Monaco-Ville und das ist ein Küstenteil von Monaco mit einer Steilküste davor. Hier vorne haben wir halt die schönen Korallenriffs unter Wasser. Und das Ganze hat ein leichtes Gefälle. Und am tiefsten Punkt unten haben wir das Fort Antoine. Das ist so eine Art kleines Amphitheater. Da werden noch heutzutage Shows aufgeführt, Musikabende gemacht und sowas. Und dort habe ich mir auch eine kleine Szene überlegt, dass wir da quasi eine Vorführung haben. Weiter geht's dann, die Küste hoch. Natürlich ganz berühmt das Ozeaneum. Ein super tolles Museum, wo wir auch schon mal drin waren. Ganz viele Wunderländer durften sich das angucken. Es hat echt Spaß gemacht. Und weiter quasi der Küste entlang gewandert, kommt man dann zu der St. Nikolaus-Kathedrale, wo halt auch Grace Kelly geheiratet hat. Und da haben wir uns ja auch was Besonderes überlegt, denn wir wollten euch noch mal richtig in die Zeit zurückversetzen. Deswegen ist dieser Teil hier vor mir schwarz-weiß. Selbst die Felsküste ist noch ein bisschen so und es soll einfach wie auf einem alten Foto aussehen. Von der Kathedrale geht man dann weiter am Justizpalast vorbei. Wir kommen hier noch über den großen Marktplatz. Und dann kommt eigentlich auch ein kleines Stück, wo einfach ganz normale Wohngebäude sind. Da gibt es natürlich auch ein paar Shops. Aber gerade in diesem Gebiet hier, wo ungefähr 900 Leute leben, dürfen auch gebürtige Monegassen quasi eine Wohnung beziehen, auch wenn sie gar nicht so viele Geldmittel haben. Also das ist denen ganz wichtig und das ist eine super coole Sache. So, und wenn man sich dann hier durch die kleinen Gassen durchstängelt, dann kommt man hier oben zum Fürstenpalast. Da ist natürlich ordentlich was los. Wir haben auch einen Knopfdrücker mit dabei. Da fahren so ein paar Segway-Fahrer rum und hinter dem Palast befindet sich dann noch ein Zoo mit Tieren und da ist auch ein bisschen Bewegung drin. Also hier gibt's echt ordentlich was zu sehen. Ich bin hier mal hinter den Fürstenpalast geklettert und befinde mich jetzt quasi zwischen Monaco-Ville und Moneghetti. Das ist hier links dieser ganze Stadtteil von Monaco, der an super steilen Felsklippen gebaut wurde. Und ja, hier vorne im Vordergrund haben wir auch noch eine Baustelle. In Monaco wird ja viel gebaut, vor allem nach oben, weil nicht so viel Platz ist. Und ja, als Eyecatcher haben wir hier noch ein schönes Gebäude, das nennt sich Le Simone. Und das fanden wir einfach architektonisch schön anzuschauen. Ja, wie eben schon erwähnt, habe ich angefangen, hier auch so ein bisschen an der Anlagenkante eine Unterwasserlandschaft auszuschmücken. Also wir haben da Korallenriffe, Haie, die da irgendwie andere Fische versuchen zu fressen. Und ganz viele Fische wurden 3D gedruckt. Über 2000 Stück habe ich dann händisch mit Airbrush und Pinsel angemalt und hier an die Anlagenkante geklebt. Das Ganze wird dann später mit Epoxidharz aufgegossen, sodass wir einfach eine hochglänzende Anlagenkante haben, wo wir einfach unter Wasser gucken können. Wie als hätte man eine Taucherbrille auf.
Wenn wir jetzt den Blick weiter in diese Richtung schweifen, dann erreichen wir die Schlucht Saint-Devote. Unten in der Schlucht befindet sich eine alte Pfarrkirche, die ist einfach super schön anzusehen und die haben wir natürlich mit aufgenommen. Und was auch noch interessant ist an der Schlucht, überhaupt in einer Schlucht sowas zu bauen, ist der Bahnhof von Monaco, der Gare Monaco de Monte Carlo. So, wir sind jetzt von Saint-Devote weiter nach Monte Carlo gewandert. Unter anderem hier vorne das Hotel de Paris und dann öffnet sich hier so ein großer Platz und da haben wir das Café de Paris, auch ein super sehenswertes Gebäude in Monaco und gleich daneben gegenüber ist natürlich das legendäre Casino. Wenn man dann so ein bisschen diese ganze Stadt Monte Carlo so ein bisschen runter oder den Bezirk runter geht, dann kommt noch unten das riesige Kongresszentrum, wo natürlich auch die Formel 1 durchfährt und das Ganze wird dann so vollendet mit dem Yachtclub und da haben wir natürlich auch noch ein paar dicke Pötte im Wasser für euch. Ich bin jetzt mal ein bisschen Richtung Küste runtergeklettert. Vor mir ist jetzt das Kongresszentrum. Ich stehe quasi im Wasser. Und wie in echt führt natürlich auch unsere Strecke hier durch, der Formel 1. Und ja, Theresa und Nico haben sich da was Tolles überlegt. Denn falls da ein Auto mal eine Panne hat, kann man hier das Gebäude öffnen, mit Innenhof sogar. Und hier drin zum Beispiel einen Reifenwechsel machen oder sowas. Und das ist einfach super ausgeklüftelt, so ein riesiges Gebäude öffnen zu können. Ja, und dann haben wir hier noch einen riesigen Steg und da liegen dann noch diverse Yachten dran, aber dazu haben euch auch schon Steffi und Jens was erzählt. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr hier zu entdecken in Monaco, aber das seht ihr am besten mit euren eigenen Augen. Also, bis das nächste Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann.